Ich möchte mich ja gerne heute mit dir ein bisschen über die Schöpfung und die Natur unterhalten. Das ist ja heutzutage ein sehr im Wandel befindliches Thema eigentlich. Und ähm, zum Anfang, du hast ja in deinem Buch Was tun einiges, also ein paar sehr, sehr interessante Seiten zu dem Thema schon geschrieben. Und da schreibst du ja, dass der Mensch heutzutage eigentlich gar nicht mehr in der Natur lebt, sondern in künstlichen Welten. Kannst du dazu schon mal ein bisschen was erzählen, wie du darauf kommst? Ja, 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 klar. Also, ja, wie soll ich sagen? Ich meine, diese Technikkritik ist natürlich nichts Neues. Ich meine, es dauert ja schon seit ein paar hundert Jahren, dass der europäische Mensch begriffen hat, dass natürlich der Preis der Zivilisation eben auch die Abnabelung beziehungsweise Abspaltung von der Natur bedeutet und eben auch andersherum. Ich meine, das Ganze ging sicherlich ein paar Generationen lang noch halbwegs gut, solange noch so mal eine gewisse Anbindung irgendwie bestand. Aber es ist natürlich ganz deutlich, dass spätestens seit der Mitte des 20., wahrscheinlich schon früher des 20. Jahrhunderts eigentlich da eine völlige Abkopplung stattgefunden hat, die eigentlich sehr schädlich ist für den Menschen. Aber es ist insoweit auch keine absolute Neuheit. Ne? Du weißt ja, ich bin ja sehr interessiert eben auch an Kulturvergleichen und man sieht natürlich, dass der abendländische Mensch in seiner Technikentwicklung auf jeden Fall sagen wir mal, an der Spitze, sagen wir mal, dieser Selbstunterwerfung der Natur steht. Aber man sieht schon bei vielen anderen Zivilisationen auch diese typische Entwicklung von einer immer noch bodenständigen, naturverbundenen Bauernzivilisation, mit einigen wenigen Städten oder Pfalzen oder hier und da zunehmend eben zu einer immer mehr weltstädtischen Gesellschaft. Und an deren Ende steht natürlich Sache, also Millionenstädte wie Rom, wie Luoyang oder wie Ktesiphon oder Memphis oder Theben oder ähnliches. Und selbst bei primitiveren Zivilisationen sehen wir eben auch, dass der Mensch sich eben seine Umwelt völlig neu schafft und eben in einer berechenbaren, rationellen, humanisierten Art und Weise, die ihn eben von diesem Kontakt eigentlich zur natürlichen Umwelt und auch den Umweltzyklen und so weiter völlig abkapselt. Ist denn ein Park zum Beispiel eine natürliche Umwelt? Also wenn der Mensch die Natur gestaltet, den Tieren Namen gibt, ist das dann noch die Schöpfung, die Natur, oder ist das etwas, eine künstliche Umwelt? Naja, es liegt natürlich so ein bisschen in der Natur des Menschen selbst, sich ein künstliches Umfeld schaffen zu müssen. Ich meine, auch das wissen wir natürlich alle. Wir sind unter allen lebenden Wesen auf dieser Erde so ziemlich die einzigen, die Werkzeuge brauchen, um überleben zu können. Alle anderen Tiere können eben mehr oder weniger mit dem zurechtkommen, was ihm eben angelegt ist. Klauen, Fell, Flugmöglichkeiten, was weiß ich. Und selbst diejenigen, die eine Art Technologie entwickelt haben, denk mal jetzt an Biber oder sowas zum Beispiel, ist das Ganze natürlich auch eher instinktiv, dieses Dammbauen zum Beispiel. Der Mensch selbst ist natürlich nicht fähig dazu, ohne äußeres Zutun, ohne künstliche Mittel zu überleben. Von daher ist natürlich von Anfang an dieser Drang da, das Umfeld zu gestalten. Von daher finden wir natürlich schon im Mittelalter oder selbst bei vielen alten Zivilisationen diesen Wunsch, sich ein künstliches Umfeld zu schaffen, ein Paradies. Ich meine, selbst der Begriff des Paradeisos ist ja ein alter persischer Begriff, der eben darauf verweist, dass schon die alten persischen Könige, die sich selbst von den Assyrern auch wieder sozusagen inspiriert haben lassen, diese künstlichen Paradiesgärten gebaut haben, eben große Anlagen mit Mauern rundherum, wo sie eben mitten in der Wüste oder der Ödnis eben diese künstliche Landschaften geschaffen haben, die ihnen ermöglichen, teils zu jagen in den großen Wildgehegen, teils aber auch einfach eine kontrollierte Natur zu genießen. Also sagen wir mal, eine gewisse Unterwerfung der Natur, Umgestaltung der Natur ist, glaube ich, unvermeidlich für den Menschen selbst. Das
Problem liegt natürlich ab dem Moment, wo diese Umgestaltung zur Zerstörung der Natur und nicht ihrer Veredelung führt. Und ich denke, da sind wir nun mittendrin Ja, in weit dieser drüber Zerstörung. wahrscheinlich in Ja, vielen. ja, Ja, ja. genau. Ja, in dem Text aus Was tun, da finde ich, da würde ich gerne dieses kurze Zitat vorlesen. Das wahre Problem liegt nicht im Grade technokratischer Anpassung menschlicher Gesellschaften an ihr jeweiliges Umfeld, sondern vielmehr in der Notwendigkeit, dass der Mensch die Natur als sein wahres Zuhause empfindet und erneut verinnerlicht, dass er ein Teil jener Umwelt ist und sein wahres menschliches Sein nur im Einklang mit der Natur verwirklichen kann, nicht aber in rationalistischen Dünkel oder gar Feindschaft gegenüber allem Natürlichen. Also das finde ich ist ein sehr schönes Zitat hier aus dem kurzen Abschnitt, das auch zeigt, in was für einem Spannungsfeld wir uns da bewegen. Ja, Du bringst hier auch in dem Text ja als Beispiel, dass man Gemüsegärten also dass man Gemüse anbauen sollte. Jetzt ist es ja aber so, dass man zum Beispiel auch in Großstädten oft dann so auf dem Dach irgendwie ein Beet hat und da ein bisschen Möhren anpflanzt und so weiter. Und ist das aber nicht dann auch schnell eine, eine Illusion, in der man lebt, über so ein Gemüsebeet oder eben im Einklang mit der Natur? Woher will man wissen, dass es nicht einfach nur eine Erweiterung unserer inneren Traumwirklichkeit ist und nicht das echte Sein in der Schöpfung und in der Natur, wie es hier ja anklingt in dem ja. Text? Naja, wie gesagt, eine gewisse Künstlichkeit ist natürlich unvermeidlich. Und ich meine, das Ideal, äh, dass jeder Mensch, wenn man so will, wenn man das so apodiktisch sagen kann, dem jeder Mensch nachstreben sollte, wäre natürlich ein Dasein, das zu mehr oder weniger gleichen Teilen aufgeteilt ist in den unmittelbaren Kontakt zur tatsächlichen Natur, also sprich Tiere, Landwirtschaft und so weiter. Ein anderer Teil, der natürlich, das hätte ich vielleicht als erstes erwähnen sollen, letztlich dem Gebet, der Kontemplation gewidmet ist, unserer eigentlichen Berufung, wenn man so will, der Versuch der Annäherung an Gott. Und eben ein dritter Teil, wenn man so will, dann vielleicht eher im engeren Sinne, klassischen Sinne, dem beruflich-intellektuellen, wenn man so will. Ich lese gerade zum Beispiel dieses hochempfehlenswerte oder diese hochempfehlenswerte Zusammenstellung zu diesem Konzept des Gärtnerhofs. Äh, Auch eine, sagen wir mal, so mit diesem Begriff nach dem Ersten Weltkrieg, dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg und sogar heute äh, unter die Menschen gebrachte Gedanke, dass es dem Menschen durchaus möglich sein kann, eben auf einer auch begrenzten Fläche, zwar nicht alles, aber doch vieles eben anzubauen, eine gewisse Unabhängigkeit zu entwickeln und eben ohne jetzt professionell Landwirt zu sein, doch eben diesen Kontakt eben zu haben. Von daher ist das natürlich etwas, dem man, denke ich, schon nachstreben sollte. Und das liegt ja auch, sagen wir mal, in zum Beispiel auch der monastischen Zielsetzung auch, Ja, diese genau, ja. ne? Mhm. Zwischen Selbstgenügsamkeit, zwischen Gottesnähe, zwischen intellektueller Beschäftigung. Aber es ist natürlich klar, dass in der heutigen Welt, wie sie eben jetzt ist, es nicht jedem Einzelnen möglich ist, vergönnt ist, vielleicht auch nicht jedem Einzelnen zugänglich ist, so etwas zu machen. Von daher finde ich, muss ich sagen, so lächerlich es sein kann, allein schon die Tatsache, dass manche Leute sich eben auf ihrer Terrasse da ihr kleines Kräuterbeet irgendwie anlegen. Immerhin noch besser als nichts. Also es ist immerhin noch, sagen wir mal, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Es mag vielleicht auch nur ein kleiner sein, aber immerhin, es ist schon mal ein Beginn, es ist ein Zeichen, dass man irgendwie sieht, okay, das Essen kommt nicht unbedingt aus der aus dem Plastik heraus, sondern es wächst irgendwie. Und allein diese Bewusstwerdung ist schon viel wert. Aber klar, dabei sollte oder dürfte es natürlich nicht bleiben. Und es ist immer ein Risiko, sagen wir mal, bei solchen ersten Ansätzen, dass es dann reines Palliativ bleibt in einer gewissen Hinsicht, dass man sich mit wenig zufrieden gibt und denkt, dadurch ist sozusagen
das Problem irgendwie geregelt, statt zu sehen, dass es eigentlich nur ein Anfang sein sollte. Aber wie gesagt, einmal mehr, das ist ja auch das, was ich in dem Buch, auf das du verwiest, was tun, Ja, ja auch, das mir ja sehr, 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 sehr wichtig ist. Jeder muss letztlich sein eigenes Schlachtfeld wählen. Ne? Es kann nicht jeder das Gleiche machen. Wir haben alle unterschiedliche Bildungswege, Familienkonstellationen, berufliche Situationen. Man kann nicht von heute auf morgen sich ändern. All das zählt ja auch zum Menschlichen, zur Selbstentwicklung, die wir ja auch durchleben müssen hier. Das ist ja auch unsere letztliche spirituelle Zielsetzung, einen gewissen Weg zu begehen. Und da wäre ich der Letzte, der sozusagen da irgendwelche Vorwürfe machen würde. Aber ja. das Ziel sollte schon, denke ich, klar sein. Und ich denke, eine gesunde Kombination dieser drei Faktoren würde ich jedenfalls schon als etwas betrachten, dass man sicherlich allen Menschen uneingeschränkt als ultimatives Ziel irgendwie empfehlen könnte. Ich habe vor einer Weile mal einen Mann gehört, der erzählte, dass das Halten von Hühnern ein revolutionärer Akt ist, weil es fängt eben an damit, dass man die Eier von eigenen Hühnern isst. Und dann sieht man schon, die schmecken irgendwie ein bisschen anders. Die sind viel Ja. kräftiger und gelber, das Eigelb. Und also das ist komplett eine andere Sache als industrielle Eier. Und dann fängt man an, da nachzudenken. Und dann fängt man an, die Hühner zu konsumieren und sieht dann, dass deren Fleisch auch ganz anders schmeckt als das Fleisch von Hühnern aus einer riesigen Industrieanlage. Und so kommt dann eins ins andere und man wird dann so ein Revolutionär in der Gesellschaft, der eben immer mehr in Frage stellt, ausgehend vom Hühnerei. Und so hat er das begründet, dass das Halten von Hühnern ein revolutionärer Akt ist. Und Genau, und ich meine, damit hat ja auch noch vieles andere zu tun. ja, Also ja, ja, wir sprachen ja eingangs ja auch gerade davon, dass wir das eben auch versucht haben. Und klar, natürlich, dann hat man die Hühner, dann fragt man sich, wo geht der Mist hin? Da kann man natürlich auch, wenn man selbst eben seine eigenen, sagen wir mal, Überschuss dann irgendwie kompostiert. Damit kann man natürlich auch etwas anfangen. Man kann es ins eigene Gemüsebeet eben auch befördern. Also wir haben ja hier zu Hause das ja auch längere Zeit auch unternommen. Jetzt aufgrund des dritten Kindes wird es ein bisschen schwierig, aber doch unternommen eben, dass so eine gewisse Logik zu entwickeln, eben auch zwischen den Hühnern, zwischen dem Gemüsebeet, zwischen Kompost. Das sind alles kleiner Beginn. Klar, das ist jetzt nichts auf einem industriellen Niveau, aber wie du sagst, das eine zieht das andere nach sich und gibt so einen gewissen Eindruck in natürliche Kreisläufe und ist natürlich auch für Kinder ja, hoch ja, edukativ, jetzt nicht nur zu sehen, wo das Ei herkommt gewissermaßen, sondern dass man es da mit lebendigen Tieren zu tun hat, die auch eine gewisse Verantwortung auch einem selbst aufbürden, wenn man so will, und über die Frage auch nach dem Schlachten der Hühner und so weiter. Das sind natürlich alles, sagen wir, existenzielle Erfahrungen, die meisten Europäer heutzutage nur noch theoretisch können oder kennen. Und oder die, traumatisierend finden, wie das Schlachten genau, von Tieren. genau, Bei mir ist es so, ich habe ja Gänse und die schlachten wir ja auch. Und seit ich das tue, am Anfang war das total seltsam. Ja, und ich mache es auch immer noch nicht besonders gerne, weil die Tiere kennt man dann auch und dann hat man so Erfahrungen und Geschichten mit den Tieren und aber dennoch fällt mir immer auf, dass seit ich die Tiere schlachte, finde ich Horrorfilme auch überhaupt nicht mehr, die machen mir gar keine Angst mehr. Ja, also ich glaube, Horrorfilme funktionieren nur in so einer Stadtwelt, ja, wo alles auf einer künstlichen Oberfläche sich abspielt. Aber wenn man in der Natur ist und die natürlichen Kreisläufe in der Natur kennt, dann verliert das so seinen Schrecken auch. ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und gleichzeitig finde ich, nötigt es einem auch einen gewissen Respekt, nicht nur vor den Tieren, Ja, sondern eben auch vor dem, soll ich sagen, auch vor der vegetativen Natur ein. Also ich finde, dass seit man selbst Sachen anbaut und sich mit diesen Sachen beschäftigt, gewinnt natürlich auch das Gebet vor dem Essen eine ganz andere ja, Dimension. ja, Irgendwie, weil man auch ja, dann wie gesagt, nicht mehr rein in der Haltung desjenigen ist, der im
Geschäft für etwas bezahlt, das ihm jetzt gehört mm, und das er konsumiert, sondern man ist in einem Austausch, so absurd das klingt, sogar mit seinem eigenen Gemüse, wenn man so will, wenn man ja nun doch auch froh ist, wenn es klappt, man kümmert sich drum, man muss sich mit den Schnecken irgendwie dann rumschlagen, man sieht, das eine wächst, das andere wächst nicht und da ist das passiert und jetzt ist das eine eben doch nicht so geworden, wie man es gehofft hat. Also man entwickelt ja auch eine gewisse beidseitige Abhängigkeit, dass man sieht, ach nee, das wollte ich jetzt anpflanzen und das klappt nicht und das ist irgendwie ganz gut gekommen. Dann hat man natürlich auch eine gewisse abstrakte Dankbarkeit, die man auch empfindet. So, man nimmt natürlich auch das ganze Wunder der Natur als solches wahr und empfindet dann auch einen ganz anderen Typus, würde ich sagen, von Dankbarkeit, den man im Gebet eben auch Gott gegenüber äußert, der natürlich eine ganz andere Form ist, als wenn man denkt, ich habe jetzt so und so viel Zloty bezahlt im Geschäft dafür, da muss ich ja nicht jetzt noch irgendwie Auchan oder Lidl gegenüber dankbar sein. Ne? Das ist ja, sozusagen ja, die ja, ja. Städterempfindung, die man natürlich dadurch ganz anders Ja, ja. sieht. Bei der Jagd traditionell ist es ja auch so, dass man am Schluss Rituale hat, wo man auch einen Dank ausdrückt und einen Respekt vor den erlegten Tieren. Und so etwas gibt es wahrscheinlich in den großen industriellen Schlachtereien nicht, dass man Ja, irgendwie eine Form von Ehrfurcht hat, dass man ein Tier geschlachtet hat. Was nein. natürlich in der heutigen Welt auch umgeschlagen ist zu so einer Überempfindlichkeit, die sich dann im Veganismus äußert und so weiter. Ja, Ähm, und es hat ja die Natur auch umgedeutet. Man hat dieses romantische, bürgerlich-romantische Bild der Natur als schön und idyllisch wie im 19. Jahrhundert. Und man fasst die Natur ja auch grundsätzlich als ungefallen und sündlos auf. Aber das ist sie ja nicht. ja, Also die Natur ist ja auch sehr schrecklich. Also wenn wir hinausgehen, dann stehen wir ja auf Tod. Ja? Unter uns ist Tod, gestorbene Bäume, gestorbene Pflanzen, gestorbene Lebewesen und das ist ja alles die Erde. Und wir sind ja auch Teil dieses ständigen Zerfallsprozesses und die Heilige Schrift sagt das ja auch, dass die Schöpfung seufzt. Ja, also sie ist ja nicht mehr die gute Schöpfung, die wir von Anfang an hatten, sondern sie ist ja gefallen und liegt in den Wehen. Und ja. das ist natürlich etwas, was die heutige Welt überhaupt nicht mehr erkennen kann, dass es eine gefallene Schöpfung ist und was das dann für Konsequenzen hat. Ja, alles Biologische lebt eben von der Ausbeutung etwas anderen biologischen, ob es tot ist, ob es lebendig ist, aber jedenfalls das eine bedingt das andere. Es ist eigentlich überall in der Natur eben dieser permanente Prozess wenn man so will, das klingt jetzt vielleicht überzogen, aber des Schuldigwerdens. Es gibt ja eigentlich nichts in der Natur, das nicht schuldig wird an etwas anderem, ob das nun irgendwie ein Raubtier ist, das eben von dem Leben anderer lebt, oder ob das selbst Vegetalien sind, die davon leben, dass sie sozusagen die Reste anderer abgestorbener Wesen in sich aufnehmen. Also es ist egal, wohin man schaut, eben keine in sich selbst ruhende Existenz. Das wird ja oft so irgendwie dargestellt, Hm. gerade bei vielen Grünen, ne? Als eine Natur, die irgendwie sündlos, naiv, ungefallen ist. Gegenteil, alles, was lebt, lebt von etwas anderem, ist nicht nur abhängig von etwas anderem, sondern lebt ultimativ vom Tod etwas anderem, ob es in uns selbst hervorgerufen hat oder sozusagen nur aus zweiter Hand davon profitiert. Aber es ist eben Teil, denke ich mal, der Schöpfung und auch der Natur, sagen wir mal, diese Verantwortung zu tragen und eben das Ultimative in sich oder in sich selbst ruhen, aus sich selbst existieren können, eben nur, sagen wir mal, spirituell anzustreben und eben in der Hoffnung auf das Jenseits irgendwie zu verwirklichen. Aber im Hier und Jetzt ist es natürlich völlig unmöglich. Also dieses einzige in sich selbst ruhen, dazu ist natürlich nur Gott fähig. Und diese Idealisierung der Natur als eben dieses in sich ruhenden pantheistischen Großorganismus ist natürlich absolut naiv und gefährlich sogar, würde ich sagen.
Ja, man sieht aber natürlich dieses in sich ruhen auch nur in vielen, also kleinen Abteilungen. Zum Beispiel der Klimawandel basiert ja auch auf einer Vorstellung eines Gleichgewichts, ja, von CO2 und Wärme, ja. Und dann geht man ja auch davon aus, dass es da irgendwie ein Gleichgewicht, ein in sich ruhen gäbe und dass wir Menschen das irgendwie durcheinander gebracht hätten und dadurch das Gleichgewicht in diesem kleinen Bereich durcheinander gekommen wäre. Man sieht aber eigentlich nie die umfassende Natur in ihrer Ganzheit, die wir als kleine Menschen ja auch überhaupt nicht wirklich verstehen können. Alle Bilder, alle Vorstellungen, die wir haben von Atomen, von Prozessen in der Natur, die sich dort abspielen, das sind ja einfach nur Übersetzungen unseres Gehirns in menschlich erfassbare Bilder. Ja, wir können Ja, ja ein Atom zum Beispiel nicht sehen und wir können die Prozesse in der Natur ja auch nicht fühlen und sehen. Das sind ja einfach alles nur unsere Vorstellungen, die wir uns machen, ja. mit denen wir natürlich auch wieder nur in so einer künstlichen Menschenwelt gefangen bleiben und nie den garstigen Graben in die Wirklichkeit überspringen können. Das ist ja Ja. gar nicht möglich. Ja, 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 in der Tat. Das ist auch das, was so gefährlich ist, finde ich, an der Zielsetzung eben vieler grünen linker Ideologen. Dieser Gedanke, dass es nicht nur möglich, sondern sogar wünschenswert wäre, die Natur irgendwie in so einen Status Antiquo, wenn man so will, zurückzuversetzen, also bevor der Mensch auftritt, ne? Also sich selbst sozusagen aus der Natur heraus dividieren und den Menschen als das störende Element irgendwie wahrzunehmen, also dementsprechend sozusagen die Natur eine Stufe höher zu stellen als den Menschen rausnehmen zu wollen und als natürliches Umfeld des Menschen, wenn sie denn nicht ganz so genozidäre Gedanken haben, von wegen Bevölkerungsreduktion und Extinction Rebellion und sowas alles, dann gleichzeitig zu denken, na, der Mensch gehört da irgendwie nicht rein und schafft sich dann bestenfalls dann irgendwelche, sagen wir mal, futuristischen und ganz aus der Natur losgelösten Lebensbedingungen. Das geht ja meistens Hand in Hand bei den meisten der modernen Grünen. Und das finde ich eigentlich so beängstigend. Ich hatte da mal ein paar Texte sogar zugeschrieben, einen längeren mal für den Bericht des EKR und dann in Cato einen kleinen Aufsatz, wo ich das so plakativ betitelt habe, als Mensch ohne Natur, Natur ohne Mensch, als Zielsetzung der Grünen. Also aus der Natur den Mensch heraus dividieren, aber gleichzeitig den Menschen eben nicht mehr als auch natürliches Wesen auffassen, sondern sozusagen all die Forderungen, die man an die Natur in ihrer Idealität stellt, sozusagen dem Menschen rausnehmen. Also die Natur sollte irgendwie zurückversetzt werden in den Status der Prähistorie und sozusagen alles auch nur da wachsen, wo es ursprünglich wachsen sollte. Aber was den Menschen betrifft, so wird all das Gewachsene am Menschen, seine Sprachen, seine Regionen, seine Nationen, die Familie, Religionen und so weiter, sozusagen vom Tisch gewischt als rechts oder konservativ oder irgendwas und eigentlich diese völlige Konstruktion angenommen, dass der Mensch sozusagen dann nur ein reines abstraktes Wesen ist, das dann sozusagen die absurdesten Verirrungen von Gender-Theorie oder sowas da mitmachen soll. Also das, was auf den ersten Blick wie eigentlich so ein Gegensatz wirkt in der Realität der grün-linken Ideologien, aber natürlich, wenn man ein bisschen näher guckt, faktisch keiner ist, weil beides natürlich darauf beruht, auf einer rein materialistischen Zugangsweise zum Menschen, zur Natur und man eben im Menschen auch dann sozusagen das Naturwesen sieht, das sozusagen zur reinen Geistigkeit sich irgendwie durchringt und dann sich sozusagen auch dann abkoppeln sollte von der Natur und dass eben alles dann auch für ihn nur noch Konstruktion sein soll. Also wie gesagt, ohne diese Annahme des fundamentalen Materialismus der linksgrünen Bewegung kriegt man diesen scheinbaren Gegensatz nicht aufgelöst. Und das, was die oft genug dann als so eine Art
Pantheismus darstellen, von der Mutter Natur, ist natürlich nichts anderes als letztlich ein etwas höflich verbrämter Materialismus, wie wir ja alle wissen. Pantheismus ist als solcher ja schon, wenn man will, ein Widerspruch in sich selbst und nur eine höfliche Formulierung für Atheismus und Materialismus. Ja, ein solches Denken nimmt aber dann auch das Christentum sozusagen in die Pflicht und sieht es dann eben auch als christliche Pflicht an, weil wir ja so eine Art Verschmutzung selbst darstellen, wie du eben auch schon angesprochen hast, dass wir uns dann selbst erdrosseln und als Fraß für die Würmer dienen und so wenigstens noch irgendeinen Nutzen haben in dieser Natur, wie man sie sich vorstellt. Ja, also Ja, ja. Ja, ja, genau. Es ist natürlich aber auch bezeichnend. Ich meine, zu sehen, dass auch viele, sagen wir, eher grün-linke Christen eben auch dieses Spiel mitmachen und eigentlich ihr Christentum ganz reduzieren auf diesen sozialen und naturbezogenen Prozess, aber die besondere Verantwortung, die uns eben als einem beseelten Leben obliegt, dessen wahre Heimat anderswo ist als in dieser Erde. ja, ja, Und dessen Berufung eben daran liegt, eben zu dieser äh, eigentlichen Natur zu finden. Das wird natürlich meistens ja, völlig ja. abgekoppelt. Es wird so dargestellt, als ob es selbst bei vielen Christen, als ob sozusagen unser Zweck und auch der Zweck des Menschen und des Christen eigentlich daran liegt, hier auf Erde Zu soziale perfektionieren. Ja, Gerechtigkeit, ne? ja, Genau, ja. soziale Gerechtigkeit und den Einklang mit der Natur herzustellen. Und wenn wir das dann machen, dann erringen wir dazu dadurch vielleicht dann irgendeine Form von jenseitiger Belohnung. Das Ja, ist ja. natürlich absolute Arroganz, absolute Hybris und geht natürlich an dem Wesentlichen, nämlich der Pflege des eigenen Kontakts mit Gott als der höchsten Instanz, völlig vorbei. Ja, ja, also Gott hat ja beides geschaffen, den Himmel und die Schöpfung. Die Schöpfung vergeht und der Himmel bleibt aber und dann ist eigentlich unsere Aufgabe, den Durchgang zu finden in den Himmel, ja. Und das kann ja individuell auch sehr verschieden sein. Aber in dem Moment, wo natürlich Menschen anfangen und sagen, so wie du das eben ausgeführt hast, dass unsere Aufgabe ist, irgendwie die Schöpfung zu pflegen und zu perfektionieren und gute Menschen in dieser Schöpfung zu sein, dann fängt ja sofort auch das Denken des Menschen an, der dann für alle definieren will, was das denn, in welcher Form das denn stattzufinden hat. Was ist denn gut? Wer entscheidet, was gut ist? Und flutsch gibt es wieder Gulags und Massenmorde und so weiter, wie es das immer schon gegeben hat. Ja, ja. Ja, 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 absolut. Kann ich nur bestätigen, leider. Ich meine, es ist natürlich logisch, die Natur als göttliche Schöpfung spiegelt natürlich auch etwas Göttliches wider. Es ist ja nicht so, wie jetzt bei den Manichäern zum Beispiel oder bei vielen dualistischen Bewegungen, dass man die Welt dann als reine Schöpfung jetzt des Gegenprinzips sieht, als reine dämonische Schöpfung. Ja, Es hat ja ja, auch eben viele oder unchristliche Bewegungen gerade im ersten Jahrtausend gegeben, die eben diese reine Dichotomie hatten, von wegen die Welt ist die Schöpfung des bösen Prinzips und sozusagen nur die Seele, nur das, was den einzelnen Menschen animiert, stammt von oben. Als Christen sind wir ja eben gerade nicht in diesem Dualismus, und ohne jetzt das Problem der Theodizee oder sowas aufgreifen zu wollen. Aber die Natur ist natürlich auch von Gott geschaffen. Sie spiegelt dementsprechend schon auch etwas Heiliges ja. wider. Das ist ganz klar. Selbst in ihrem gefallenen Status, genau wie der Mensch, gibt es eben doch immer noch Schönheit, Gutheit in der Natur, die eben auch erfasst werden kann. Von daher haben natürlich auch diejenigen nicht völlig Unrecht, die diese Schönheit bewundern und auch als göttlich wahrnehmen. Das Problem ist eben nur, dass eben gerade bei vielen Grünen es auch dann dabei bleibt. Also man beschränkt sich sozusagen, das göttliche Abbild in der Natur wahrzunehmen und daraus dann so eine Art Naturkult zu betreiben, vielleicht sogar ganz auf einen Pantheismus zu schließen und eigentlich die nächste und wichtigste Etappe, nämlich festzustellen, dass es eben in der Beseelung des Einzelnen sozusagen ein noch höheres
im Prinzip sich verdeutlicht und das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe stellt, als jetzt einfach nur die Pflege des Gartens Natur oder sowas. Diesen Schritt machen sie dann nicht und sie sind sozusagen geblendet von einer sehr, 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 sehr partiellen Wahrnehmung der Natur und ihres Wertes und schließen daraus natürlich auch die falschen Schlüsse. Ja. Heutzutage ist der Mensch ja auch zunehmend wurzellos. Also es gibt ja diese Begriffspaare Anywhere und Somewhere als Personenbezeichnung. Also Somewhere als Menschen, die einem bestimmten Ort, einer bestimmten Kultur, einer Nation zuzuordnen sind und sich da auch verwurzelt haben und daran gebunden sind und das auch so belassen wollen. Und dann gibt es eben heute immer mehr Menschen, die Anywheres sind, also denen ist es egal, ob sie in Hongkong, in Rio de Janeiro oder irgendwo im finnischen Wald leben. Und diese Menschen fühlen sich auch gar nicht mehr gebunden an irgendeine Nation oder an irgendeine Kultur. Das ist für sie eigentlich alles vorübergehend und höchstens Ballast, von dem man sich befreit und der einen eher hindert. Weil natürlich Kulturen und Nationen und Religionen auch Krisenherde immer sind. Ja? Also es ist eben auch nicht immer alles vereinbar und dann empfindet man natürlich, dass so alle Religionen müssen weg, weil das gibt nur Streit und alle Nationen müssen weg. Der Mensch ist angeblich überall derselbe. Ähm, aber da sind wir natürlich auch ganz schnell wieder bei universalen Begriffen, also bei dem Menschen, der in Südamerika derselbe sein soll wie in Skandinavien und übergehen eigentlich diese natürliche Verortung, die, die ein Mensch ist ja doch immer irgendwohin geboren, ja, also das lässt sich ja gar nicht aufheben eigentlich und je mehr er sich da herausnimmt, man denkt dann, er würde Freiheit gewinnen, aber wahrscheinlich verliert er eher seine Freiheit dadurch. Und Ja, ich vermute mal, dass deshalb auch gerade im Moment, es sind ja die also die Proteste der Bauern sehr im Fokus und ich denke, dieser Umwandlungsprozess in der Gesellschaft, in der Landwirtschaft ist eben auch ein heiß umkämpfter Bereich, weil ja gerade Landwirte auch so stark an den Boden gebunden sind und darin zeigt sich ja auch vieles, was man kann nicht abstrakt hingehen und sagen, du wirst jetzt diesen Acker bewirtschaften. Das hat man ja in der Sowjetunion versucht, aber das hat nicht funktioniert, weil damit eben auch so viele intuitive Dinge einhergehen, jahrtausende lange Erfahrung an einem bestimmten Ort, wie die Natur dort sich entfaltet, was man nicht einfach in einem Lehrbuch oder in einem YouTube-Video übermitteln kann an jemanden. ja, absolut. Würde ich auch völlig zustimmen. Also dieses Problem zwischen Anywheres und Somewheres ist natürlich in letzter Instanz schon fast das des Turmbaus zu Babel. Also das ist die unglaubliche Hybris des Menschen, der glaubt, es wäre ihm möglich oder sogar wünschenswert, sich von Grenzen zu befreien, weil darum geht Ja, es ja genau, letztlich. ja, Jemand, der Somewhere ist, der akzeptiert und liebt gewissermaßen sogar Grenzen. Grenzen, die ihm durch seine Familie gegeben werden. Man ist ja durch die Familie, wenn man so will, aus einer linken Perspektive irgendwie begrenzt. Man kriegt Sachen mit, aber eben andere auch nicht. Man kriegt Verbote und so weiter. Man ist begrenzt durch seine Region, man ist begrenzt durch eine Religion, die auch sagt, das darfst du nicht. Man ist begrenzt durch eine Nation, die einem eine Sprache, meistens jedenfalls aus in Belgien, vermittelt und irgendwelche anderen nationalen Grenzen und so weiter. Also Identität bedeutet Begrenzung. Ohne Grenzen gibt es keine ja, Identität. Und es ist natürlich Teil des gesunden Patriotismus, wenn man so will, oder Vaterlandsliebe oder wie man immer das nennen will, diese Grenzen eben nicht als Begrenzung und Stören zu empfinden, sondern im Gegenteil, als etwas Schönes, das es zu entdecken gibt. Ne? Man ist dadurch begrenzt, dass man irgendwo lebt, wo es eben zum Beispiel jetzt
mit auf den kulinarischen zu kommen, jetzt zum Beispiel keinen Reis gibt, aber was weiß ich, und keine Reisgerichte, aber deshalb eben vielleicht ganz tolle Nudelgerichte zum Beispiel. Und sagen wir mal, der Anywhere würde sagen, das will ich aber nicht, ich will Sushi jeden Tag. Ich empfinde das als Begrenzung. Und der Somewhere würde eben sagen, klar, ich habe keinen Reis, aber dafür gibt es ganz tolle verschiedene Pasta-Variationen, die ich dadurch erkennen kann und entdecken kann. Das klingt jetzt so ein bisschen platt, aber ich denke, es zeigt eigentlich sehr schön, dass man diese Grenzen als einen Hinweg zur Entdeckung von einer letztlich sehr großen Varietät empfinden kann oder als etwas, das mir meine Selbstentfaltung irgendwie mich darin hemmt. Und das Problem ist nur, dass wenn wir all diese Grenzen eben wegfallen lassen, dass wir im Endeffekt und uns selbst auflösen. Im Endeffekt, wenn wir alles wegnehmen, was uns begrenzt, was uns definiert, bleibt nichts mehr übrig. Ja, aber den Geschlecht, Prozess sehen wir ja jetzt eigentlich in ganz Europa und was, dass der eigentlich keinen Frieden mit sich bringt, ja, sondern ein Unfrieden. Ja, also es wird unruhiger, es wird ungemütlich. Die Freiheit wird eigentlich immer weiter eingeschränkt, und die Gesetzlosigkeit nimmt eigentlich zu und nicht ab. Ja, also von daher, es ja auch keine Solidarität mehr geben ja, kann, weil die ja. Tatsache, Mit etwas mit was einem denn? zu Ja, teilen. ja, Genau, ja, genau. Ne? Man hat ja, Solidarität mit jemandem anderen, wenn man mit ihm eben auch gewisse Grunderfahrungen und eben Erfahrungen sind ja auch begrenzende Sachen irgendwie ja, teilt und deshalb genau. auch weiß, wenn wir in einer gemeinsamen Krise sind oder sowas, dann bringt das auch so einen gewissen Schulterschluss. Und ab dem Moment, wo man alles auflöst, von der Hautfarbe übers Geschlecht und die Familie und das Dorf und die Religion und die Sprache und was auch immer, dann bleibt natürlich nur noch sozusagen der letzte gemeinsame Nenner, dass man mit einem anderen solidarisch ist, weil er irgendwie ein Ein Mensch Mensch ist. ist, ja, Und das ist herzlich wenig ja, letztlich ja, bei so vielen Milliarden Menschen, die eben nicht in einem Weltstaat leben zusammen, Gott sei Dank, sondern eben in verschiedensten ja. Solidargemeinschaften. Das ist eben ja auch das große Problem bei uns. Und es ist eigentlich einmal mehr die Absurdität, wenn man so will. Und ich las vor kurzem ein hübsches Buch von Julien Rochdy, der ja auch einen sehr umstrittenen Ruf hat als französischer Denker der Rechten, der auch sehr viel so mit Nietzsche kokettiert auch. Und sagen wir mal, ich bin nicht in jeder Hinsicht mit ihm einverstanden, weit davon. Aber in seinem neuesten Buch hat er eigentlich diesen Ansatz, der vom Ansatz her gar nicht so verkehrt ist, dass er eigentlich sagt, dass der Konservative aufhören sollte, auf den Ökologismus runterzuschauen. Und es gibt ja genug, gerade liberal oder libertär-Konservative, die sagen, man will meinen CO2-Ausstoß irgendwie reduzieren. Jetzt kaufe ich mir extra ein SUV und fahre die nächsten 100 Meter mit dem Auto. Das ist natürlich absolut kindisch. Und Rushdie hat eben diesen Ansatz, dass er sagt, man müsste eigentlich als Konservativer gerade die positiven Seiten auch des Ökologismus entdecken, vereinnahmen und die Linken, wenn man so will, oder viele Grüne darauf aufmerksam machen, dass ihre eigene Logik, wenn sie weitergedacht würde, eigentlich letztlich zu einem gewissen auch rechten Patriotismus oder Heimatverbundenheit führen müsste, weil das ist ja letztlich das, wohin eigentlich die grüne Weltsicht absurderweise hinausläuft. Man will den Menschen zwangsweise, wenn man so will, wieder daran binden, dass er in einer Nachbarschaft lebt, dass er regional konsumiert, dass er, sagen wir mal, biologisch verantwortlich konsumiert und so weiter. Also viele Elemente, die eigentlich Von Natur fundamental aus. konservativ, Ja, ne, ja, eigentlich ja, fundamental ja. konservativ sein müssten. Und das ist im Moment so dieses Problem dieser inneren, dem Materialismus natürlich geschuldeten Heterogenität der Linksgrünen, die zwar auf der einen Seite unglaublich antimodernistisch sind und dementsprechend eigentlich all den Zielsetzungen, die die Konservativen im 19. Jahrhundert verfolgt haben, völlig auch in die Karten spielen sollten eigentlich, aber das eben verbinden auf der sozialpolitischen Ebene mit einer absolut linken Sichtweise. Und da eben so dieser sehr provozierende Gedanke von Rushdie, dass wenn es eben dazu kommen könnte, dass Konservative, sagen wir mal, sich dieser letztlich antimodernistischen Stoßkraft der Grünen bedienen und Grüne
einsehen könnten, dass in letzter Konsequenz ihr Denken eigentlich zu einem fundamentalen Konservatismus führen sollte, dass dann natürlich vieles aus den Angeln gehoben werden könnte. Das ist so der Zielsetzung seines letzten Buches, das sehr umstritten ist in Frankreich entsprechend, weil es jetzt als technologiefeindlich natürlich auch betrachtet wird und so. Aber sagen wir mal, im Kern steckt da schon eine, sagen wir mal, oder im Kern verweist es auf das Problem eben vieler moderner Konservativer, die irgendwie nicht so richtig wissen, wie sie mit diesem Problem Naturschutz irgendwie umgehen wollen, weil ihnen natürlich diese soziale Engineering der Linksgrünen fundamental aufstößt, aber sie deshalb sozusagen alles vom Tisch räumen, was irgendwie als Umweltschutz betrieben wird und nicht sehen, dass viele Ansätze eigentlich eher fundamental rechts als links sind. Ja. Würdest du einen Unterschied machen zwischen linksgrün und technokratisch oder ist das für dich im Moment deckungsgleich? Weil es ist ja so, auch in diesem kurzen Abschnitt in deinem Buch Was tun, schreibst du ja auch zum Beispiel über die Regulierungen der EU, was Saatgut betrifft und auch über die Art und Weise, wie die Lebensmittelindustrie uns eben in eine bestimmte Richtung lenken will. Also die Landwirtschaft ist ja auch einem sehr starken Konzentrationsprozess ausgeliefert. Also hier in Finnland gab es ja noch vor einigen Jahrzehnten ganz viele kleine Höfe. Man hatte sein Haus und seinen Acker drumherum, ein paar Tiere. Man brauchte auch gar nicht so viel, um zu leben. Heutzutage kann sich kaum ein Landwirt das noch leisten, so einen kleinen Hof zu haben, weil das funktioniert finanziell gar nicht mehr. Also ist man eigentlich gezwungen zu wachsen oder sich also zu konzentrieren. Und es wird ja immer größer und in dem Moment, wo dann noch Roboter eingesetzt werden, die auf den Feldern die Arbeit machen, da muss man natürlich noch größer werden, damit sich das alles rentiert und standardisiert werden kann. Und das ist ja wieder eigentlich ein Widerspruch zu der alten Welt, wo jeder seinen eigenen kleinen Acker hatte und eben eine gewisse Nähe zur eigenen Lebensmittelproduktion da war. Ähm, Würdest du sagen, das ist ein Widerspruch dann zwischen dieser technokratischen Welt und der grünen Ideologie, wie wir sie heute sehen, oder geht das Hand in Hand? Also das Problem ist, dass die grüne Ideologie als reiner pantheistischer oder als reiner Materialismus, dass er ja mittlerweile geworden oder der er mittlerweile geworden ist, ultimativ dahin führt. Ne, wir sprachen ja davon, dass der Grundansatz in der Natur etwas Göttliches zu entdecken, ja nicht falsch ist. Aber Mhm. wenn man sozusagen nicht den Schritt weitermacht, sondern sich darauf beschränkt, dann landet man eben, wie gesagt, in so einer etwas schicker, verbrämten Weise von Materialismus. Und dieser Materialismus erkennt natürlich keinerlei echten Grenzen mehr an. Er hat nichts, an dem er sich festhalten kann. Es gibt kein Gottesgebot, das von oben kommt, sondern es zählt im Endeffekt letztlich dann nur noch die rohe Gewalt, wenn man so will. Das ist dann sozusagen das Darwinsche Gesetz, wenn man so will, als dann die ultimative Richtschnur. Also es bleibt da nur noch der reine Kampf, die reine Ratio des Menschen als reine abstrakte Vernunft, die aber eben sich an keiner Transzendenz mehr anbinden kann. Und das bedeutet natürlich ganz logischerweise, dass es keine Grenze mehr gibt, wo jemand sagen kann, nee, ab jetzt wird es absurd, ab jetzt geht es eigentlich gegen das, was wir ursprünglich meinten. Und so führt das dann eben dahin, dass man im Endeffekt die Wälder abholzt, um Windräder eben hinzustellen und gesamte Landschaften damit verschandelt Mhm. oder mit irgendwelchen Solarpanelen, Parks oder sowas. Also diese Absurdität, dass man ohne recht zu wissen, wo der tatsächliche Übergang ist aus dem in sich ja nicht schlechten Ansatz, dann etwas folgert, das letztlich in diese völlig technokratische und selbstzerstörerische Richtung geht. Und das sehen wir ja heutzutage auch gerade in Deutschland natürlich bei den Grünen, dass sich in ultimativer Konsequenz die ja gar nicht schlechten ursprünglichen Zielsetzungen selbst aufheben und ad absurdum führen, weil ihnen sagen wir mal, die ultimative Erdung in der Transzendenz Und die äh, Inhalte.
die Ne? eigentlichen Inhalte. Das sind ja Genau. eigentlich nur technokratische Rahmenbedingungen, die Ja, gesetzt werden. Also wie ein Weidezaun, aber man weiß gar nicht, was auf der Weide ist. Es wird einfach ja, alles nur eingezäunt und ja, der ganz, menschlichen Kontrolle ganz genau. unterworfen. Ja, 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 ja. Und das ist eben das führt dann eben zu solchen absurden Sachen wie, was du ja schon erwähntest, dass die EU-Subsidien zum Beispiel aufgrund einfach nur der Größe von irgendwelchen Höfen gewährleistet werden, dadurch natürlich sämtliche Kleinbauern absolut entrückt werden. Oder es führt eben dazu, dass man so absurde Bioregulatorien erlässt, dass eigentlich nur enorm große Betriebe das Ganze überhaupt erfüllen können und dann im Endeffekt dann zwar irgendwie Bio draufsteht, aber eigentlich das Ganze errichtet ist, nicht also auf einem industriellen Maßstab und auch auf einem nicht nur Tier, sondern auch menschenverachtenden Maßstab, der eigentlich eine Mogelpackung ist, so wie die meisten der Bioprodukte. Wenn man wüsste, was dahinter steht, was der faktische Unterschied ist zu einem Nicht-Bio-Produkt, beziehungsweise unter welchen Bedingungen das dann hergestellt ist, auch für den Menschen, dann würde man sich wahrscheinlich auch mehrfach überlegen, es zu kaufen. Aber es ist, wie gesagt, kein echter Gegensatz zu den Grundannahmen der Grünen, sondern führt logisch dahin. Konsequenterweise, ja, ja, Weil es ja. natürlich jetzt immer noch viele, also Gott sei Dank natürlich auch viele Grüne gibt, die natürlich dann auch schon etwas geschockt sind aufgrund der ultimativen Realität und die sagen, das ist irgendwie gekapert worden von anderen. Aber ich würde sagen, diesen Schnitt würde ich da nicht sehen. Ich würde eher sagen, ultimativ nimmt man Gott raus oder verlagert man Gott einfach in die Natur rein, nimmt man eben jegliche transzendenzgegebene Grenzen raus und dann bleiben einfach nur noch Zahlen und Wettbewerb und eben sowas übrig, wie wir es heute sehen. Das erklärt eben auch die Absurdität dessen, was in Deutschland geschieht, was jeder spürt, aber wo es eben kognitiv sehr schwierig ist, das erneut einzuhegen, ohne Rückbesinnung auf die Transzendenz und eben die echte Berufung auch des Menschen und dem, wozu die Natur dient. Die Natur ist ja eben kein Selbstzweck. Die Natur ist eben das Umfeld, das geschaffen worden ist, damit die Seele des Menschen zu Gott finden kann. Es ist sozusagen das Spielfeld, wenn man so will, das jeder von uns wahrnimmt in seinem Individualismus und das eben der Bereich ist, in dem sich diese Selbstfindung und Rückbindung an Gott Ja, im ja. Prozess unseres Lebens eben stattfindet. Das ist der Sinn eigentlich der Natur. Und wenn wir das nicht begreifen, wenn wir das sozusagen das Spielfeld, wenn man so will, oder die naturgegebenen Umstände unserer Geistwerdung, wenn man das so nennen will, oder Selbstfindung, absolut setzt, dann können eben nur Paradoxien und selbstzerstörerische Sachen dabei herauskommen. Ja, 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 das stimmt. Ja, was mir auch immer zunehmend auffällt, ist, dass heutzutage vieles, also wenn man eine Gesellschaft organisiert vor Ort, ja, jeder hat seinen kleinen Hof, dann hat diese Person natürlich auch konkrete, reale Erfahrung auf diesem kleinen Hof. Wenn man den Menschen aber dann dieses regionale, konkrete Leben vor Ort wegnimmt und alles einförmiger gestaltet, dann fehlt ja diese Verwurzelung und dann kann man den Menschen auch viel mehr alles Mögliche andrehen, ja. Also ich lese gerade ein Buch über die Verdrängung der Kirche in Skandinavien ähm, von einem Katholiken namens Nyman. Und darin beschreibt er eben auch, was vor 500 Jahren in Skandinavien sich abgespielt hat. Und da sieht man aber auch noch, dass die Menschen sich noch gewehrt haben gegen die Autoritäten, gegen die Könige und die Herrscher. Und da gab es immer ein starkes Spannungsfeld. Und ich glaube, heutzutage ist es so, weil das Leben so unkonkret, immer abstrakter und virtueller wird, man immer mehr Zeit an Bildschirmen verbringt oder in Laboratorien, wo man durch ein Mikroskop schaut, um das zu sehen, was man sich anschaut.
Und man hat nicht mehr die unmittelbare Erfahrung mit etwas. Dadurch ist der Mensch auch viel verletzbarer geworden. Man kann ihm viel leichter einfach ein neues System aufdrücken. Man hat irgendwann mal ein System installiert, der Sozialstaat zum Beispiel. Der hat am Anfang eine gute Funktion gehabt, aber wenn er einmal installiert ist und wenn sich die Gesellschaft dann immer weiter virtualisiert und abstrahiert zu einem allgemeinen Menschenbild, das man sich universal denkt, dann braucht man nicht mehr viel zu tun. Braucht einfach nur die Stellschrauben des Sozialstaates zu verändern, auszutauschen, und die Menschen merken das dann auch gar nicht mehr. Und so ist das ja jetzt auch, also wenn man vor 50 Jahren das getan hätte, was jetzt in Deutschland zum Beispiel passiert, wo das Geld überall in der Welt verteilt wird, während die eigene Bevölkerung nichts hat und die Schulen schlecht ausgestattet sind und so weiter, das wäre vor 50 Jahren unmöglich gewesen. Heutzutage ist das ohne Probleme möglich. Es gibt keine Aufstände mehr, einfach weil die Menschen auch von ihrer eigenen gesellschaftlichen und politischen Realität völlig entfremdet sind. Ja, 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 das hast du sehr schön gesagt. Also kann ich nur zustimmen. Das ist eine völlige Entwurzelung des Menschen, die eigentlich mit der Geburt, ja, jetzt nicht schon vor der Geburt, stattfindet, so dass der Mensch absolut verloren ist. Ich meine, wenn der Mensch das Glück hat, zuerst mal nicht abgetrieben zu werden, ich meine, die meisten, nicht die meisten, aber sehr viele erleiden ja zuerst mal dieses Schicksal, getötet zu werden vor der Geburt, aber diejenigen, die überhaupt geboren werden, da geht das ja schon los, denn ich weiß das ja selbst, wir haben hier zum Beispiel auch unser drittes Kind, wollten es auch bei den anderen, das ging aus verschiedenen Gründen nicht, als Hausgeburt gehabt. Ne? Allein damit ist man natürlich schon ein absoluter Außenseiter. Mehr und mehr Geburten werden ohnehin automatisch mit Kaiserschnitt dargeführt, weil es einfach praktischer für alle Beteiligten ist. Also es geht schon los, sozusagen die Künstlichkeit, sozusagen alles zu medikalisieren und rationalisieren, geht schon mit der Terminierung der Geburt aufgrund des Agendas des Gynäkologen. Und jetzt wird schon als chirurgischer Eingriff, die natürlichste Sache der Welt, geboren zu werden, wird schon künstlich gemacht. Und dann geht das ja los. Die meisten Familien sind völlig zerstört, oder sind irgendwelche Patchwork-Familien, wo man absolut verwirrt ist von Anfang an und durch verschiedenste Traumas geht. Wer ist denn jetzt sozusagen meine Bezugsperson? Der geschiedene Vater, der neue Ehemann, der neueste Freund, wer ist denn mein Bruder, meine Schwester, wie situiere ich mich in diesen völlig zerfallenen Familien, dann sind die Eltern nicht da, die Kinder werden in irgendwelche Kitas reingesteckt, wo natürlich dann auch nur Massenbehandlung letztlich stattfindet, wo sie ebenfalls verloren sind. In der Schule geht dann natürlich die Indoktrinierung los, und die mit Smartphones. Hier in absolut Finnland haben genau, kleinste Kinder genau. schon ein Smartphone in der Hand. Das ist es, dann geht das nächste los, dass sozusagen die echte Welt diejenige ist, die sich eben in diesem schrecklichen Bildschirm eben abspielt. Das ist sozusagen und es ist ja mittlerweile ja auch Ja, so, dass ein Klick auf dieses Gerät tatsächlich Leben verändern kann. Es ist ja noch nicht mal eine Illusion, es ist sozusagen ein Transfer der Realität in die Virtualität, die dann auch wieder Auswirkungen hat auf die hiesige Welt. Ich meine, twittere mal was politisch Unkorrektes und du kannst mit einem Satz dein gesamtes Leben zerstören und deinen Beruf verlieren. Also es ist noch nicht mal virtuell im Sinne von sinnlos oder erfunden, sondern ja. das ist mittlerweile schon fast die wahre Welt geworden, in der sich das tut, was uns in der materiellen Welt irgendwie am Leben hält. Und dann kriegt man eben durch die sozialen Medien dann auch nur irgendwelchen Müll mit. Die Algorithmen bespülen einen mit dem, was man so denken soll. Das kriegt man in der Uni dann auch vermittelt. Und herauskommen dann eben Leute wie viele meiner Studenten, selbst hier in Polen, wo ich denke, da ist nur noch Treibsand. Da ist nichts mehr, auf dem man irgendwie aufbauen könnte. Es versickert alles, da ist keine Grundlage. Und man weiß gar nicht so richtig, wo man überhaupt anfangen soll. Diese Leute Ja, sind ja. dermaßen verloren, haben dermaßen wenig,
Identität und etwas, an dem sie was festmachen Von können, dem an dem sie sie ausgehen können überhaupt genau. erstmal. Es Ja. ist keine feste Burg mehr da, wenn man so will, in die man sich zurückziehen kann. Alles ist relativ, alles kann verhandelt werden. Ja, und dann die Konsequenz ist natürlich auch, ja, wozu sollte ich für irgendwas kämpfen, an irgendetwas glauben, weil ja auch nichts da ist. Und daraus werden dann eben diese Shopping Mall-Zombies, die eigentlich ihr Leben in, in dieser Sinnlosigkeit verbringen und irgendwie das, was ihnen sozusagen geschenkt worden ist, ihre Seele, wenn man so will, nicht kennen oder dann sozusagen sediert, das ganze Leben lang irgendwie verkümmert, da so dahin vegetiert und am Ende dann, ja, wenn sie dann irgendwie euthanasiert werden, ähm, dann sozusagen vor dem Scherbenhaufen eines letztlich nicht gelebten Lebens stehen. Und diese Leute zurückzukriegen, ist unglaublich schwierig. Also ich kann es ja nur jetzt sagen, als Historiker, ich mache ja sagen wir mal, kein Religionsunterricht oder sowas, aber selbst jetzt in dem kleinen Teilbereich der Geschichte, also zum Beispiel versuchen, diesen Leuten so eine gewisse Form der Liebe zum eigenen historischen Erbe, zur Schönheit der klassischen Musik, zur Schönheit einer gotischen Kathedrale, zum Reichtum unserer Literatur, also so dieses Empfinden, das ist mein Erbe, das bin ich irgendwie, das hat was mit mir zu tun, das gibt mir Halt, aber auch gewisse Verantwortung. Also diese emotionale Rückkopplung an etwas Äußeres zu schaffen, das Ja. ist, wie ich das sehe, fast unmöglich geworden mittlerweile. Es ist natürlich auch so, dass ja heutzutage, ich sehe das bei uns in der Schule auch, da steht eigentlich immer das Ich des Schülers im Mittelpunkt. Wie fühlt sich der Schüler? Also auch das Unterrichtsmaterial soll den Schüler irgendwie unterhalten und ansprechen. Und in jedem Gespräch mit Lehrern oder den Sozialarbeitern, die im schulischen Umfeld haufenweise heute vertreten sind, Ja, geht es eigentlich immer um Wellness. Und die haben sogar eine Wellness-Woche in der Schule, also Hyvinvointiviikko, das ist halt, übersetzt man so mit Wellness-Woche, also Gutgeh-Woche. ja, Und natürlich, wenn man den Fokus dann auch noch da ansetzt, was tut dir gut, womit fühlst du dich wohl, dann kommt man ja überhaupt nicht mehr aus dem Sumpf heraus, weil natürlich der Mensch ist ja von Natur aus eingestellt auf Energiesparen. Ja, also wir hatten ja früher nicht so viel Energie, nicht so eine gute Lebensmittelversorgung. Da musste man mit der Energie, die man hat, haushalten. Und wahrscheinlich sind wir deshalb so ein bisschen eingestellt, dass wir möglichst sparsam mit unserer Energie umgehen. Aber wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, ob wir Gott erreichen wollen oder nur ein guter Pianist werden wollen oder eine Kathedrale bauen wollen, dann erfordert das einfach Disziplin, Frustrationstoleranz muss so hoch sein. Also man muss immer wieder hart arbeiten und man darf sich gar nicht wohlfühlen wollen. Man muss einfach bluten können und die Zähne zusammenbeißen können. Und auch als Christ, ja, der Weg als Christ ist ja ohnehin zu sterben, ja. Und das schafft man doch gar nicht, wenn man sich immer wohlfühlen will. Dann ja, kann man das doch auch gar nicht. Also letzten Endes führt ja diese Ich-Kultur, in der wir überall inzwischen gefangen sind, natürlich auch schon dadurch, dass den jungen Leuten dann dieser Weg völlig versperrt ist. Zu Höchstleistungen, also gerade für Männer, glaube ich, ist das eine Katastrophe, weil Mannsein, glaube ich, eng verbunden ist mit dem Wunsch, eine Bedeutung zu haben, etwas aufzubauen, etwas zu erreichen, für andere wirklich sorgen zu können. Aber wer nur sich wohlfühlen will und sich durchs Leben treiben lässt, wird das nie erreichen. Also eine ganze Generation von Männern wird damit eigentlich in die Mülltonne geschmissen. ja, 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 ja. Da machst du natürlich ein riesiges Fass auf mit diesem Problem auch, wie sich die Geschlechter mittlerweile definieren, wie man überhaupt dazu finden kann. Ich meine nochmal ganz kurz auch also die positive Seite ist natürlich, dass wir letzten Endes natürlich schon für uns verantwortlich sind. Jeder Mensch
auch wenn es manchmal schwierig zu glauben ist, auch wenn man oft denkt, viele Menschen, die man einfach nur sieht, das klingt jetzt schrecklich, aber man hat oft den Eindruck, dass das so NPCs sind, so Non-Player-Character, also dass man so den Hm. Eindruck hat, ich habe das oft, wenn ich das so sagen darf, in manchen Studenten, wo ich so den Eindruck habe, ich würde sie am liebsten nehmen und rütteln zuerst mal, um zu sagen, ist da jemand? Hallo, ich rede gerade, bitte zuhören. Irgendwie nicht nur aufgrund von Aufmerksamkeitsdefizit, sondern diesem Eindruck, dass da hinter den Augen irgendwie nichts ist, weil da jemand völlig anders beschäftigt ist oder vielleicht auch mit gar nichts beschäftigt ist. Also dieser Wunsch, da überhaupt jemanden erst aufzuwecken und zu sagen, ich interagiere mit dir, lebe, ne? Das ist ja natürlich, aber trotzdem, auch die, alle Menschen, wir haben natürlich alle unsere Seele, wir haben alle unsere Aufgabe, wir haben alle unsere Möglichkeit, letztlich zu Gott zu finden. Von daher, es ist natürlich heutzutage insoweit schwer gemacht, als unsere gesamte Gesellschaft versucht, diesen Weg nach innen zu blockieren, ne, durch das, was ich eben alles aufgezählt wird. Es wird einem ja fast unmöglich gemacht, aber in letzter Konsequenz hängt es doch wieder von dem kleinen Funken ab, der in uns ist, ob er stark genug ist, wenn man so will, dann doch diese Barriere, wenn sie auch groß ist, zu zerbrechen. Und letztlich ist natürlich unsere Seele größer als alles andere und könnte natürlich mit Leichtigkeit, wenn sie stark und entschieden genug wäre, natürlich all das, was um sie herum aufgebaut ist, letztlich wie ein Kartenhaus zerstören. Von daher es bleibt eine gewisse Selbstverantwortung, aber man wird gewissermaßen sediert. Das ist natürlich sicherlich richtig. Was den Mann betrifft, ja klar, ich meine, als Mann, wir können kein Leben schaffen als Männer, das ist den Frauen vorbehalten, eben Leben auf die Welt zu setzen, in sich Leben wachsen und reifen zu lassen, auf die Welt zu bringen und sich dann auch doch danach darum kümmern, was ja nun auch logisch ist und von der Natur jetzt allein schon aufgrund des Stillens und so weiter so vorgesehen ist. Das sind natürlich alles Privilegien, die der Mann nicht hat. Es wird ja oft als Begrenzung sozusagen die Bürde der Frau dargestellt, von der sie sich eigentlich lösen müsste. Aber eigentlich ist es ja ein wunderbares Privileg, das dem Mann eben nicht geschenkt worden ist. Von daher ist es logisch, dass man als Mann dann diesen Schaffensdrang, den wir natürlich als Menschen alle haben, eben anderswohin ableiten. Wir können kein Leben schaffen in dieser Hinsicht, aber wir können natürlich vieles andere schaffen und hervorbringen. Und deshalb ist natürlich diese Aktivität nach außen hinaus und nicht nach innen in die Familie hinein. Und gerade das ja, wird uns natürlich ja auch heute mit dieser schrecklichen Verwirrung der Geschlechterbilder beziehungsweise der Negierung, dass es überhaupt so etwas gäbe wie Geschlechter, dass es alles nur eine soziale Konstruktion ist und so weiter, natürlich auch unmöglich gemacht. Und wenn man den Jungs von Anfang an irgendwie, sagen wir mal, versucht, ihre Männlichkeit zu nehmen und zu sagen, wieso spielst du mit einem Auto und nicht mit einer Barbie-Puppe? Also Hm. Stereotypen kennen wir ja alle. Dann wird natürlich von Anfang an alles Mögliche verwirrt und es entsteht eben auch eine Generation, die dann verloren ist und die dann auch eben nicht mehr bereit ist, irgendwelche Höchstleistungen zu bringen, sich anzustrengen, Disziplin zu empfinden und und die eigentliche Befriedigung in der Überwindung eines Widerstandes zu finden. Dieser eigentlich zutiefst männliche, letztlich auch menschliche, aber sagen wir mal aufgrund dessen, was ich gesagt habe, vor allen Dingen männliche Gedanke, Widerstände zu überwinden und eben stärker zu sein als diese Grenzen, stärker zu sein als die Natur, äh, das wird ja von Anfang an als schlecht dargestellt, man will keine Punkte mehr vergeben, man nimmt alles, man redet von toxischer Maskulinität und so weiter. Das wird ja von Kind auf durch diese gesamte Gesellschaft erstickt und natürlich auch in den Medien permanent nur so präsentiert. Ich sage nur Stichwort Peppa Pig, Hm. wo der sozusagen der alles Männliche, also zutiefst dumm und unfähig und so weiter dargestellt ist. Ja, und am Endeffekt kommt dann natürlich dann auch die völlige Unfähigkeit raus, sich eben das später zu erwerben, was einem von der Gesellschaft ausgetrieben wurde. Ne? Ja, Es ja, zählt zu dieser Entwurzelung und dem Verlorensein, an dem eben viele Männer leiden und das natürlich parallel läuft zum weiblichen Verlorensein, da man natürlich all das, was eben auch der Frau in die Wiege gelegt ist, eben versucht als Handicap
darzustellen, anstatt als wirkliche Privileg, als Privileg und menschliche Erfüllungsmöglichkeit. Ja, ja, ja. Ja, also eine wichtige Frage ist ja, wir haben ja auch sehr viel beleuchtet jetzt, in was für einer Sackgasse die moderne Welt um uns herum steckt. Und da ist natürlich neben der Analyse, warum das so ist und in was für einer Situation wir uns tatsächlich befinden, eine sehr wichtige Frage, was tun? Ja. Was sind denn so für dich die wichtigsten Strategien und in welchem Bereich? Also, jetzt ohne Selbstwerbung machen zu wollen, aber klar, ich habe natürlich in dem Nein, was tun versucht, in diesen 24 Kapitelchen darzustellen, was so für mich in dem Moment, als ich das Buch jedenfalls geschrieben habe, so die wichtigsten Etappen sind, wenn man so will, zu einer neuen Einwurzelung, wenn man so will, oder Selbstfindung oder sagen wir identitärer Selbstbestätigung. Von daher kann man natürlich dann nur dem Zuhörer das Buch so ein bisschen empfehlen. Das, das Positive an der ganzen Geschichte, und dazu komme ich vielleicht in den letzten Jahren mehr und mehr, ist, dass uns der Weg zum Ruhen in uns selbst und dementsprechend natürlich auch in Gott jederzeit möglich ist. Wir brauchen eigentlich nichts Äußeres. Ja, Und wir fallen gerade als Konservative sehr oft in die Denkfalle der Linken, die denken, wir brauchen zuerst soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit und Einwanderungsgerechtigkeit und alle möglichen Sachen schaffen. Und erst dann, wenn wir mit Hilfe von unglaublich vielen Gesetzen und vielleicht auch noch ein paar Gulags die ideale Welt irgendwie geschaffen haben, dann können wir glücklich sein. Ne? So wie bei Loriots Weihnachts-Sketch von wegen, dann machen wir es uns richtig gemütlich, aber zuerst machen wir das und das und das und das. Da fallen natürlich auch viele Konservative rein, die denken, wir brauchen erst diese äußere materielle sagen wir mal, Rückstellung der Uhren, bevor wir wieder glücklich sein können. Aber das ist natürlich völlig idiotisch. Wir können in jeder Sekunde unseres Lebens, wenn wir denn stark genug sind und sozusagen den Klick in unseren Kopf empfinden, ruhen. Wir können glücklich sein. Wir können uns völlig abkoppeln von allen negativen Sachen, wenn wir denn eben bereit sind, auch die Konsequenzen zu tragen. Und wie gesagt, es klingt jetzt auch schrecklich plakativ und manche werden vielleicht sagen menschenfeindlich, aber es gibt Leute, die Milliarden Euros besitzen und zutiefst unglücklich und abgekoppelt von allem sind. Und es gibt vielleicht andere Menschen, die ihr Leben lang in einer Gefängniszelle oder, um es positiver zu formulieren, vielleicht in einer Mönchszelle sitzen und sich nicht bewegen, letztlich bis auf eben kleine grundsätzliche Verrichtungen und unglaublich glücklich sind und in Gott verankert. Und dieser Weg ist es natürlich immer möglich. Und ich ja, glaube, egal in welchen das ist ein Umständen. Ja, auch im Genau, Gulag. das ist, Ja, glaube ich, der entscheidende Schritt, das Ruhen in sich selbst, das Selbstfinden zu Gott zurück. Und alles andere ist letztlich davon abgeleitet. Und das vergessen wir als ja, ja. Konservative sehr häufig. Das sollte eigentlich der Inhalt auch konservativer Politik sein, zuerst mal auch positive Beispiele zu zeigen und eben immer wieder zu betonen, dass unsere gesamte Weltsicht und entsprechend auch politischen Forderungen letztlich aus der Transzendenz abgeleitet sind und nicht aus der Materialität. Ich denke, das ist ein fundamentaler erster Schritt, den man, glaube ich, gar nicht genug betonen kann und der natürlich unglaublich schwierig ist, weil es natürlich alles immer wieder in die Vergänglichkeit zurückruft und man sich immer wieder auf dieses Spiel einlässt der Realität und dieses Ruhen in sich selbst natürlich unglaublich anstrengend und schwierig sein kann aufgrund der vielen Ablenkungen, der Tatsache, dass wir eben in diesem Körper und in dieser Realität stecken. Und daraus Ja. abgeleitet ist natürlich der ganze Rest. Und wie gesagt, natürlich müssen wir unser Schlachtfeld selber suchen und es gibt so viele, so viele Wege eben, wie es Menschen gibt, aber alles andere könnte eigentlich sehr, sehr einfach sein. Wie gesagt, wenn möglich, eine Familie gründen, wenn möglich, eben wieder zur Natur zurückfinden, wenn möglich, einen Beruf ausüben, der tatsächlich Sinn macht oder wenn er keinen Sinn macht, ihn doch in einer Art und Weise
ausüben, der eben doch, sagen wir mal, dem monastischen Ora et Labora Mhm. entspricht, dass man wenigstens selbst in der Sinnlosigkeit die Befriedigung des meditativ-repetitiven findet, die Oder im Tatsache, sich, Gegenüber zu den Kollegen, die man vielleicht hat, da kann man ja auch ne? sich einüben in einem anderen Blick auf den Mitmenschen und So ist es. an seinen Bedürfnissen sich orientieren und nicht an den eigenen zum Beispiel. Ganz genau, ganz genau. Und eben auch der Wunsch, sich mit Schönem zu umgeben, die Tatsache eben seine Freizeit eben nicht nur in hirnlosem Konsumieren oder Sedieren zu verbringen, sondern eben das Schöne zu suchen und zu schaffen um sich herum. Also eigentlich alles, was man tut, unter dem Leitbild des wahren Guten und Schönen zu Ja, stellen. Das kann man eigentlich in jeder Situation, und eine gute konservative Politik würde eigentlich darin bestehen, diesen Weg nicht zu verstellen, sondern, sagen wir mal, so offen wie möglich zu gestalten und eben ja, zu fördern und die entsprechenden Vorbilder zu liefern. Alles andere folgt eigentlich daraus. Aber es ist ja, natürlich ja. unglaublich schwierig. Aber für jeden, also das ist das Absurde, dass wir, wenn wir nach dem Kollektiven streben, es, glaube ich, sehr schwierig ist, unsere Gesellschaft, wie sie ist, jetzt irgendwie von heute auf morgen umzubauen und diesen ganzen politischen Kampf zu führen. Das ist Individuell. ja aber auch gar nicht möglich. Also wenn man jetzt die Gesellschaft, also sie wurde ja umgebaut in den letzten Jahren und wie hat man das gemacht? Ich denke, man hat einfach die Führungspersonen ausgetauscht, ja. Also, aber das könnte man ja, wenn man die Möglichkeiten dazu hätte, auch machen. Es ist ja dann, wenn es in einer Gesellschaft viele Menschen gibt, die ein bestimmtes Wertesystem teilen, könnten sie ja auch darauf drängen und dafür sorgen, dass ihre Leute wieder in Führungspositionen kommen. Ähm, aber das Ja, erfordert natürlich auch immer wieder Macht, ja. Der andere Punkt, den ich sagen wollte, ist, Europa war ja jetzt eigentlich lange Zeit so eine Art Insel der Seligkeit in der Welt und es war relativ friedlich bei uns. Und die Zeiten sind aber wahrscheinlich jetzt einfach auch abgelaufen und vorbei. Und wenn man sich das Christentum anschaut, dann sind ja die ersten Christen alle einen Märtyrertod gestorben. Ja, also ähm, das Christentum hat ja immer den Christen in einen Gegensatz zur Welt gestellt, ja. Und man lebt nicht mehr einfach in der Welt, sondern, also man ist noch in der Welt, aber gehört eben nicht zur Welt. Und für die Welt ist das eben ja, wahrscheinlich heute auch zunehmend eine Kritik, die man nicht hinnehmen wird, die man wegzensieren wird ja. und möchte. Und das geschieht ja auch oft. Also die Christenverfolgung in der Welt hat ja auch massiv zugenommen. Ich denke, das sieht man bei uns noch nicht so deutlich, weil wir ja eine abgefallene Form des Christentums haben, also auch so ein Wellness-Christentum. Und das Gottesbild ist ja auch, was zum Beispiel der Drewermann vertritt, ist ja so ein zahnloses Gottesbild, also Gott nur als die unisex, universale Liebe, die alles verzeiht und völlig barmherzig ist ähm, und, und so ein Gottesbild hilft natürlich niemandem, durch wirklich schwere Zeiten durchzukommen. Da braucht man ja den realen Gott, der gnädig ist, wann er es will, ja, und nicht, wann wir uns das denken oder erglauben. Und Genau. in dem Sinne, in dem Moment, wo wir eben diesen Systemsprung vollziehen aus dieser Traumwelt, in der wir uns befinden, aus dieser Virtualität, in der wir ja heute immer auch irgendwo Teil sind, und hineinspringen in die wahre Realität Gottes und unsere Gottesbilder hinter uns lassen, und wirklich dem wahren Gott nachfolgen, ähm, das können wir natürlich überall, aber ich glaube, man muss sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten, in welchen Zeiten wir uns jetzt bewegen, ja. Und darauf, also man muss ja keine Angst davor haben, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich damit befasst und auseinandersetzt, was auf uns zukommt.
Ja, ja, da hast du sehr recht. Also um vielleicht zu diesem Gottesbild zu kommen. Ich meine, natürlich aus der göttlichen oder auch aus der Ex-Post-Perspektive werden wir natürlich alle begreifen, dass so wie es war, es gut war, wenn man so will. Natürlich ist Gott die absolute Güte und natürlich wird im Rückblick alles gut sein. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass in der Zeitlichkeit, wie sie ist, offensichtlich alles gut ist. Im Gegenteil, also das ist natürlich klar. Das ist immer die Frage, wo kommt das Böse her? Und es ist natürlich völlig logisch, dass alles eben nur dann gut ist, wenn der Mensch auch freiwillig sich selbst aufgibt und in Gott ruht und sich sozusagen fallen lässt, wenn man so will. Das Böse ist ja eigentlich das Selbst, beziehungsweise dieser Gedanke, aus eigener Kraft auch nur ansatzweise glücklich zu werden, reich zu werden, was auch immer. Sozusagen also die Hybris ist eigentlich das wirklich Böse und das eigentlich Gute ist sozusagen das Opfern der eigenen Persönlichkeit, ja auch in Imitatio Christi, wenn man so will, um sich eben ganz in Gott fallen zu lassen und dadurch natürlich durch die Aufgabe dieses kleinen Seins, das eigene Selbst sozusagen, alles andere inklusive das eigene Sein, wieder zurückzugewinnen. Und das ist natürlich ein Prozess sozusagen der Selbstabtötung ähm, zu diesem Zweck, der natürlich ein sehr schmerzhafter ist und der von kaum einem Menschen überhaupt vollständig auch vollzogen werden kann. Ne? Aber das ist natürlich alles eine Botschaft, die eigentlich vielen heutigen sehr, sehr, sehr fremd ist und es zwingt natürlich, wie du sagst, früher oder später auch zu großen Opfern. Und von daher ist natürlich auch diese Aussicht des Martyriums, das es ja in vielen Formen gibt, etwas, das uns Ja. zunehmend betrifft. Mein Martyrium muss heute jetzt nicht mehr unbedingt bedeuten, irgendwie ad leonis geworfen zu werden, irgendwie in der Arena. Aber ich meine, allein damit klarzukommen, dass man öffentlich diffamiert wird, dass einem das Bankkonto aufgelöst wird, dass die Nachbarn nicht mehr mit einem reden, dass man in der Familie als was weiß ich gilt, dass man die Familie vielleicht verliert, dass die eigene Frau oder Mann sich von einem trennt, dass die Kinder nicht mehr mit einem reden. Also sagen wir, all diese Sachen, die einem Menschen geschehen können, der zu seinen eigenen Werten steht und sie mutig nach außen hin trägt, ist ja auch eine schreckliche Form des Martyriums. Und das ist natürlich heute in Europa, würde ich sagen, für viele Konservative mittlerweile gang und gäbe geworden, dass man eben mit dieser Form der Folter, wenn man so will, tagtäglich zurechtkommen muss. Also zum Beispiel jetzt als rein anekdotisches Beispiel, Gott sei Dank geht es mir ja unglaublich gut im Vergleich zu dem, was eben viele andere erleiden. Aber ich meine, wenn ich zum Beispiel tagtäglich lese, was da so über mich geschrieben wird oder meinen eigenen Wikipedia-Eintrag oder sowas lese, dann empfinde ich sozusagen jedes Mal eine Form des Martyriums, weil ich mir denke, mein Gott, was muss ich da nicht sozusagen irgendwie durchstehen, sozusagen mit diesem Etikett irgendwie rumlaufen zu müssen und von Leuten gesehen zu werden. Was folgt dann nicht alles draus, sagen wir mal, aus diesem schon fast sowjetischen Form oder kommunistischen Form der Zersetzung und Diffamierung und sagen wir mal, diese ganzen Sachen zu ertragen, trotzdem weiter auf Kurs zu bleiben, zu versuchen, nicht ganz menschenfeindlich zu werden, weil das ist ja auch oft dann eine Konsequenz davon, oder in Zynik zu verfallen und weiter sich sozusagen zu erden oder anzubinden an die Transzendenz und so weiter. Das ist natürlich alles eine Erfahrung, die wir jetzt nicht gleichsetzen können mit dem Märtyrertod, die aber tatsächlich daran erinnert, was wahrscheinlich eben auch viele erste Christen erleben mussten, die eben für ihre Werte eben alles Mögliche auch an sozialer, sagen wir mal, Ächtung in Kauf nehmen mussten. Und eben umso wichtiger, das habe ich vielleicht eben auch unterlassen zu sagen noch, ist ja auch eine Botschaft dieses Buchs, was tun, umso wichtiger zu versuchen, eben jene, das was ich Parallelgesellschaften nenne, aufzubauen. Das heißt eben jenen informellen Kreis, von Freunden, von Mitarbeitern, von Gleichgesonnenen, idealerweise vielleicht sogar so, dass man sich regelmäßig auch in echt sehen kann und nicht nur virtuell, um eben überall diese kleinen Kreise aufzubauen von gleichgesinnten Menschen, die einem eben auch Halt geben können. Weil es tut eben so gut,
auch angesichts dieser permanenten, dieses Drucks, der ausgeübt wird von einem, hat man ja auch diesen Eindruck, vielleicht bin ich ja verrückt, vielleicht bin ich der Einzige, der Ja, so ja, denkt. ja. Vielleicht bin ich ja. Nach einiger Zeit glaubt man das ja auch, wenn man immer wieder hört, das ist ein gefährlicher, was weiß ich, Rechtschrist, Rechtsextremer, was auch immer. Irgendwann mal denkt man ja, vielleicht stimmt das ja sogar. Ne? Oder Und irgendein Leugner. man leugnet irgendwas, genau, Ja, Klima, was auch immer. Und erst, ne, dadurch, dass man dann sieht, nein, da gibt es andere, wenn man aus der Literatur oder eben auch aus der echten Welt und man ist in einem Rahmen, man ist in seiner eigenen kleinen Republik, die man sich da aufgebaut hat, das trägt einen ja auch wieder. Und ich denke, das ist eben auch sehr wichtig, dass es eben nicht nur die politische oder individuelle Antwort auf diese Krise gibt, sondern dass wir diese kleinen Gemeinschaften aufbauen müssen, die ja dann auch, wie die ersten christlichen Gemeinden, ja auch diese unglaubliche Attraktivität entwickeln können, indem man sagen kann, man sagt zwar vieles über uns, aber kommt einfach mal, guckt mal, wie das bei uns läuft, dass eben auch die Vorbildlichkeit oder Vorbildhaftigkeit auch oder erhoffte Vorbildhaftigkeit der eigenen Lebensführung auch sozusagen für andere als Beispiel sein kann, ach nein, die sind ja gar nicht so. Im Gegenteil. Ne? Das ist, ja, glaube ich, auch sehr, 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 sehr wichtig, diese kleinen Communities überall ja, aufzubauen, um ja. diese Stürme zu überwinden. Vielleicht werden ja auch Klöster irgendwann wieder populär werden, weil wahrscheinlich viele junge Männer leben heute zwangsläufig zölibatär, weil sie gar keine gescheite Frau mehr finden Ja, heutzutage. Und, und dann, wenn man ohnehin eben damit konfrontiert ist, dann kann man ja genauso gut auch Klostergemeinschaften bilden, wo man eben wirklich auch mit anderen Menschen aus dieser Welt austritt und auch, das ist ja auch eine Parallelgemeinschaft ja, sozusagen. Und die versuchen ja auch autark zu sein und da sind wir ja dann wieder bei der Schöpfung und bei der Landwirtschaft, dass man eben dann auch sein eigenes Fleisch herstellt, wie sagt man, produziert, das klingt schon so seltsam, aber sein eigenes Gemüse, Getreide, sein Essen ähm, herstellt und immer weiter sich abkoppelt von den ja. wahren Flüssen der Welt, soweit das eben möglich ist. Ja, absolut. Also das sehe ich auch kommen. Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass gerade jetzt ich komme ja selbst aus der katholischen Tradition und das natürlich auch zu sehen, dass gerade hier, gerade der traditionelle Katholizismus, gerade tridentinische Messe und so weiter und auch Priestertum, also unglaublichen Aufschwung gegenwärtig erlebt, während die Amtskirche ja zunehmend zusammenbröselt und am Fehlen von Berufungen eben zunehmend leidet. Das zeigt natürlich auch, dass, sagen wir mal, schon diese Suche nach absoluter Transzendenz, sozusagen nach unverfälschtem Zugang zu Tradition und zu Gott, ganz klar im Kommen ist. Und ich denke, was du sagst, also dass auch monastische Gemeinschaften erneut einen gewissen Aufschwung erleben werden, den ich allerdings noch nicht so ganz sehe Nee, gegenwärtig, im aber ich Moment noch nicht, aber völlig einverstanden sein mit dir, mm, das wird kommen. Ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zwischen den, sagen wir mal, den Incels, auf die du ja anspieltest, die, sagen wir mal, keine Frau kriegen können, deshalb frustriert sind, und der monastischen Berufung, die natürlich freiwillig auf etwas verzichtet, um etwas erheblich Größeres noch zu gewinnen. Das ist natürlich noch ein Schritt, der noch vollzogen werden muss, wenn man so will, dass sozusagen aus der Unfreiwilligkeit der Keuschheit eine bewusste Aufgabe, wenn man so will, der Welt wird zu einem anderen Zweck. Das, denke ich, ist vielleicht auch gerade dabei oder in den nächsten Jahren dabei, so sich zu vollziehen. Aber man sieht natürlich leider, und das Problem ist ja dann noch allgemeiner, dass nicht nur in dieser ganzen Manosphere, also dieser Männerrechte-Sphäre, sondern eben auch bei vielen anderen angeblichen Konservativen dann doch immer noch das Libertäre obsiegt, wenn man so will, letztlich materialistischer Zugang zur Welt und ebenso dieser Schritt hin zur Transzendenz eben von vielen noch nicht gemacht wird. Aber ich denke, das werden wir wohl in Zukunft erhoffen können und man muss natürlich als Gläubiger oder Überzeugter sogar eher noch daran mitarbeiten, um zu helfen, dass sozusagen aus einem guten Bauchgefühl, aber leider
libertärer philosophischer Grundgesinnung dann irgendwann mal der Klick erfolgt, dass es auch was Höheres gibt und dass daraus eben alles andere abgeleitet ist. Es ist natürlich auch so, wenn die ganze Gesellschaft und die ganze Umgebung völlig materialistisch ist und in einer Kunstwelt gefangen ist, dann stellen sich ja bestimmte Fragen auch gar nicht erst. Und dann sind solche jungen Menschen, von denen du ja auch erzählt hast, die so erstmal sehr antriebslos und leer erscheinen, da kann aber trotzdem irgendwo ein Funke schlummern, der einfach jetzt gar nicht gezündet wird, weil eigentlich die komplette Kultur schon verschwunden ist, die diesen Funken eigentlich früher vielleicht angesprochen hätte durch Kunst, Literatur, Philosophie, wo ja all die Inhalte noch irgendwo mitschwingen und gegeben sind. So ist es. Wenn man jetzt nur Netflix guckt oder Computerspiele spielt, dann bleibt man halt innerlich wahrscheinlich in diesem Unterhaltungslevel hängen und kreist nur um die eigenen Leidenschaften und dann wird der Funke einfach immer wieder erstickt, ja. Und Mhm. wichtig wäre dann halt natürlich auch eine Umwelt, eine Umgebung zu erschaffen, wo ein anderer Zugang überhaupt sich erstmal entfalten kann. Also ich kenne es aus meiner eigenen Lebensgeschichte sehr stark, dass wenn man so ausbricht aus einer Umgebung und Fragen stellt, das ist ja immer ein Kampf. Ja, man stellt sich ja immer gegen die Kultur, aus der man kommt und wird dann vielleicht lächerlich gemacht oder ausgelacht oder nicht ernst genommen oder die Fragen werden irgendwie so abgebügelt und so weiter. Und das war natürlich also noch nie leicht. Also das ist wahrscheinlich nie ein besonders komfortabler Weg, wirklich die fundamentalen Fragen zu stellen. Aber ich glaube, unser Problem heute ist, dass es ja auch niemanden mehr gibt, der dir eine Antwort geben kann. Ja? Also die einzige Antwort, die man hört, ist, ja, das musst du selbst herausfinden. Es gibt aber keine wirklich weisen Leute mehr, ja, Ja, keine Leute, die man um Rat fragen könnte, die irgendwo im näheren Umfeld sind. Ja, also ich denke, die meisten Leute haben heute Onkel, Tanten, Omas und Opas, die sind immer noch in der Pubertät gefangen. Ja, die lassen sich dann mit Botox behandeln und rocken bis zum Grab. Ja, die würde ich dann auch nicht nach dem Sinn des Lebens fragen. natürlich, das ist ja Ja, die Spätfolge der 68er. Ich meine, was heutzutage dann, um es jetzt plakativ zu sagen, als Opas oder Omas rumläuft, das sind natürlich eben nicht mehr die, sagen wir ja, mal, die altgedientigen Opas und Omas, viele Ausnahmen natürlich doch noch zu nennen, sondern eben diejenigen, die eben 68 dann ihre Sexualität liberalisierten und so weiter und bis heute weiter betrieben. Ne? Also das Alter ist mittlerweile leider sehr oft eben kein Garant mehr für Weisheit, sondern im Gegenteil. ja, Oft scheint mir gerade so in den auch eher so tradikatholischen Milieus, wo ich oft Vorträge halte und sowas, ziemlich deutlich, dass es gerade die junge Generation ist, der so 20- und 30-Jährigen, die viel traditioneller und letztlich viel weiser in vielem Sinn und viel mehr auch Designsfragen stellen als ihre eigenen Eltern oder Großeltern. Das ist auch interessant, dass die jüngere ja, Generation mittlerweile in vielem erheblich traditionalistischer ist als gerade ihre Vorfahren. Ja, und was du sagst mit dem Umfeld, ja, völlig d'accord. Es ist ja noch nicht mal so wie in der Lüge vom laizistischen Staat, dass der Staat oder die Gesellschaft religionsneutral wäre, sondern es ist ja so, dass sie faktisch fundamental religionsfeindlich ist. Das ist ja noch der Unterschied. Es wird ja systematisch nicht nur im politischen Establishment, sondern eben auch gerade in den Medien, in den Bildungseinrichtungen und so weiter, jeglicher Weg zur Transzendenz ja verstellt. Wer noch im Mittelalter lebte, der war sozusagen tagtäglich vom Memento Mori und von den Hinweisen auf Gott umgeben. Ob das Kreuz war, die Prozessionen, die Festtage, der Heilige des Tages, der Gottesdienst, das Gebet vorm Essen, vorm Flügen, was weiß ich. Also es ist omnipräsent, wenn man so will, dass egal, was man gerade machte, jede einzelne Lebensvorrichtung immer wieder traditionell verbunden war mit der Rückbeziehung
auf Gott und zwar nicht auf irgendwie Befehl von oben, sondern als Gesellschaft. Und bei uns ist es mittlerweile das völlige Gegenteil. Der Weg ist verstellt und alles, was auch nur irgendwie mit Christentum, mit Fragen der Transzendenz zu tun hat, wird ja lächerlich gemacht. Hm. Es ist ja noch, wie gesagt, ja noch nicht mal so laizistisch, dass man sagen kann, der eine Politiker verweist eben auf Gott, der andere nicht oder sowas. Und im Gegenteil, wenn jemand es wagt, auch noch irgendwie vielleicht aus der Bibel zu zitieren oder sowas in der Rede, wird ja dann sofort auch als rechts oder als menschenfeindlich oder was auch immer auch erwähnt. Also das ist natürlich ein großes Problem, wo natürlich eine gute konservative Politik jetzt nicht das Ziel hätte, alle Leute jetzt irgendwie mit der Peitsche irgendwie zu einem oberflächlichen Glauben hinzutreiben, aber eben diesen Weg erneut zu öffnen und sicherzustellen, dass eben diese Verweise auf das Höchste eben nicht lächerlich gemacht werden, sondern präsent sind und derjenige, der sich eben ultimativ darauf bezieht, das auch machen kann, ohne dass ihm alle sozusagen einen Prozess machen von wegen, was weiß ich, Verfassungsfeindlichkeit. Ich erinnere mich immer noch an den Skandal, den es in Belgien vor einigen Jahren gab, als an der katholischen Universität Leuven ein Philosophieprofessor eben in einer Vorlesung auch auf das Problem hinwies, zum Beispiel, inwieweit Abtreibung nicht Mord ist und in vielerlei Hinsicht sozusagen das Verbrechen der Abtreibung selbst zum Beispiel nach einer Vergewaltigung theologisch gesehen schwerer wiegen würde als der Akt der Vergewaltigung. Also eine theologisch ja durchaus berechtigte Frage, die sehr knifflig ist, die schon jetzt nicht evident oder einfach so vom Tisch zu weisen ist, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Ich würde da also selbst jetzt weder das Leid in der einen noch der anderen Richtung jetzt negieren wollen, aber es ist eine offene Frage, die durchaus in einem philosophischen Diskurs auch seine Berechtigung hat. Dann hat es aber dann sofort Klagen seitens der Studenten gegeben. Da wurde die belgische Verfassung, die ja nun die Abtreibung legalisiert hatte, gebrochen, dass überhaupt die Vermutung geäußert werden könnte, handele sich hierbei um einen Akt des Mordes. Dann wurde dieser Professor einbestellt. Dann hat die katholische Uni sich mit ihm desolidarisiert. Er ist rausgeworfen worden. Der Träger, also die Kirche, hat gesagt, dass auch sie natürlich die belgische Verfassung respektiere und nicht will, dass solche Überlegungen in ihren Räumen angestellt werden und so weiter. Also man sieht, dass diese scheinbare Laizität ja wirklich keine ist, sondern es eben gewisse Fragen, Bereiche, Referenztexte gibt, auf die man eben nicht verweisen darf oder soll, ohne eben große Konsequenzen zu haben. Und das erklärt natürlich, wie du es ja auch sagst, die Tatsache, dass die Leute heute eben weitgehend verloren ist, weil ihnen diese Schlüssel zur Lebensfrage so gut versteckt worden sind in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, dass es eben sehr, sehr einfach ist, sie zu übersehen. Und wie du es auch sagst, jetzt nur kurz abschließend, dass das große Problem eben des Mangels an echten menschlichen Vorbildern. Wenn man da mal gucken würde, welche Leute hätte man denn, auch im politischen Betrieb oder sowas, wo man da so ein Häkchen machen könnte, ja, so würde ich auch gerne mal sein wollen. Da käme, glaube ich, nicht viel bei rum. Egal ob links oder rechts. Ne? Ja, 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 ja. Also ich würde einfach nur mal darauf verweisen, dass diese ganzen Sorgen um die heutige Welt, so berechtigt sie sein können, eigentlich uns nicht von der Verantwortung, aber gleichzeitig auch dem Privileg sozusagen ablenken sollten, dass, dass das Glück, also die Nähe zu Gott, das Ruhen in Gott, letztlich in uns liegt, dass wir der Einzige sind, der diesen Schlüssel hat, wenn man so will. Und ab dem Moment, wo wir uns diese Frage stellen, und das ist natürlich die Krux an der Sache, dass viele sich diese Fragen gar nicht stellen wollen und man sie ihnen letztlich auch nicht aufzwingen kann. Aber ja, wenn wir uns die Frage schon bereit sind, uns die Frage zu stellen, das eigentlich ein Zeichen ist, dass wir alle Schlüssel in uns auch finden können, beziehungsweise sie dann auch intelligent, sagen wir mal, suchen können oder wenn wir die Augen aufhaben, auch durchaus darauf gestoßen werden,
auf mögliche Antworten. Und letztlich liegt es an uns selbst. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, gleichzeitig aber auch ein unglaubliches Privileg. Und wir dürfen uns nicht sozusagen mit dem Verweis auf die böse Gesellschaft und die böse Ja, ja. Welt tatsächlich böse ist, das ist Mhm. natürlich ganz klar, aber, und an der wir arbeiten sollten. Aber wir dürfen uns nicht durch diesen Verweis sozusagen rausreden aus der Sache, sondern letztlich liegt's eben an uns. Und wie gesagt, also sich 15 Minuten pro Tag irgendwie hinzusetzen und sich ein bisschen in sich selbst oder in Gott zu versenken, sei es durch Gebet, durch Meditation, durch einfach wie in mystischen englischen Texten einfach dem Nichtstun, was man ja auch im Zen zum Beispiel kennt oder sowas. Also allein diese Tat, 15 Minuten pro Tag, einfach nur sich, sagen wir mal, diesem Wesentlichen zu verschreiben, das kostet nichts, das kann man egal wo machen, egal wann, unter jeder Bedingung. Niemand kann es einem wegnehmen. Man muss es einfach nur tun. Also der Weg ist da für alle von uns. Das ist eigentlich das Schöne und das ist natürlich auch das Schwierige. Wobei Das, man was, natürlich diese 15 Minuten, wenn du hier auch nur so einen Rahmen setzt und den Inhalt nicht klar definierst, bleiben wir ja auch in unserer modernen Gesellschaft doch gefangen. Also so meintest du das sicherlich auch gar nicht, aber wenn man einfach nur 15 Minuten in sich selbst schaut, ist das natürlich was anderes, als wenn ich in den 15 Minuten in die Kirche gehe, sei es räumlich oder den Kontakt mit einem Priester suche oder die Kirchenväter lese, dann ja, bin ich ja mit den Inhalten des christlichen Lebens auch konfrontiert und davon angesprochen. Und das sind ja. konkrete Inhalte, die, mein Ich, ja auch formen in eine bestimmte Richtung. Ja, Wenn wir was daraus machen, ja. Es ist natürlich auch, was auch eine Gefahr ist, ist natürlich auch dann der christliche Aktivismus, wenn man so ja, will. Ich kann auch den ganzen Tag den heiligen Augustinus lesen und unglaublich viel lernen, aber dass es etwas in mir bewegt, dass es in mir Liebe zu Gott weckt, dass es in mir sozusagen die Entdeckung meiner eigenen Seele oder sowas bewirkt, das ist natürlich auch wieder noch so ein weiterer Schritt. Ne? Ich meine, es gibt unglaublich viele, ich kannte an meiner Uni sehr viele davon, äh, atheistische Philosophen, die besten Abhandlungen über die Kirchenväter schreiben werden, die aber in ihrer eigenen persönlichen Entwicklung nirgendwo sind. ja. Und dann hast du andere Leute, die vielleicht in einer gewissen Sancta Simplicitas verharren, die aber eine ganz andere Ruhe, sagen wir mal, in sich selbst ausstrahlen. Von daher, klar, natürlich, auch die intellektuelle Beschäftigung mit dem Glaubensgut ist absolut wichtig. Aber Samuel, sie darf den Weg nicht für innen, das innen empfundene Ruhen, du siehst, ich bin so ein bisschen mystisch teilweise hier und da veranlagt, aber so dieses innerlich empfundene Ruhebewusstsein, dass man sozusagen in sich immer wieder diesen Quell entdeckt, dass man begreift, letztlich ist all das, was außen herum ist, nur eine gewisse Fassade, wenn man so will, oder nur sekundär, ephemer und das eigentlich Wahre ist das, was wir in uns selbst tragen. Und wenn man die Möglichkeit hat, diese Empfindung, die vom Alltag ja immer wieder verdeckt wird, immer wieder freizuschaufeln, regelmäßig, das bringt meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, dann oft viel mehr, also sozusagen die kritische Analyse der Gegenwart. Also Aber es gibt ja einfach noch ein drittes, ja. Es gibt die kritische Analyse, das intellektuelle Erfassen von Texten. Dann gibt es die Meditation, die Beschäftigung mit dem eigenen Selbst. Aber wenn du zum Beispiel in die Gott im Liturgie der eigenen Kirche Selbst. gehst, dann schaust du ja aus dir heraus. Du stellst dich hin, stehst in diesem Kirchenraum mit den anderen Christen und nimmst teil an der Anbetung Gottes im Raum der Kirche und schaust ja und siehst den Raum um dich her. Bei uns in Helsinki ist das zum Beispiel auch sogar ein sehr wirklich schöner Raum mit vielen Ikonen, Kerzenschein, Weihrauch und die Priester, die da ihre Arbeit verrichten. Im Gebet sind der Kirchenchor, der wirklich wunderschön singt.
Und durch diese Außenorientierung im Christentum, wo man ja dann wieder in der Welt ist, aber eben christlich beinhaltet, also christlich gefüllten Welt, die aber zu Gott überleitet, dadurch springt man ja auch aus sich selbst heraus. Wenn du eben da sitzt und du guckst in dich selber hinein, ich glaube, da ist nicht so wirklich etwas zu entdecken, ja. Also ich glaube, das wird man eigentlich, wir sind ja selber auch Teil der sündigen Welt und ich glaube, der bessere Weg ist schon der, aus sich herauszuspringen und in die Welt Gottes zu springen. Und dazu ist ja die Liturgie auch da. Ja, das Ja. ist natürlich also ein weites Feld, auch theologisch. Also natürlich absolut einverstanden sein. Also bei mir ist es natürlich dann eher die lateinische Messe zum Beispiel, die ich dann gutiere, als wirklich auch die Annäherung an das Heiligste und eben auch zu sehen, wie selbst durch die Form sozusagen das Heiligste tatsächlich dann auch fassbar wird, sozusagen im Raum dann auch Gestalt annimmt. Das ist natürlich absolut einverstanden. Wenn ich von, sagen wir mal, Versenkung rede oder sowas, meine ich damit jetzt auch nicht irgendwie So modern gefasst. Nabelschau, Ja, ja, ne? ja. Genau. Es Das geht ja habe ich nicht mir um, schon gedacht. sondern es geht eher darum, in uns gerade das zu finden, was eben nicht wir sind, sondern Gott in uns zu finden. Er ist ja in uns. Ich meine, wir sind ja nicht nur nach seinem Vorbild geschaffen, sondern vor allen Dingen durch die Seele, die wir in uns tragen, die ja in sich ja auch unsterblich ist, haben wir natürlich in uns einen Funken dieser göttlichen Natur, die wir eben durch die Selbstversenkung ja nun auch finden können. Denk zum Beispiel jetzt allein aus deiner eigenen orthodoxen Tradition, zum Beispiel an das Jesusgebet, als eine Art und Weise sozusagen durch sozusagen die beständige meditative Wiederholung einzelner Formen zum Beispiel eben auch diesen Keim in uns immer mehr auch aufzudecken. Und wenn ich dann eben von Selbstversenkung rede, meine ich eben diese Tatsache, dass wir gerade in uns das ganz andere eben auch Dem finden können. Raum Dadurch, geben. Ja, ja, ja. ja, dass wir im Raum, ja, es ist im Raum geben, er ist ja, wenn er nicht, ist ja überall ohnehin. Von daher geht es ja noch nicht darum, etwas Fremdes in uns reinzubringen, sondern zu sehen, dass wir es eben in uns haben und dadurch, dass wir unsere eigenen Schichten unserer Individualität freiräumen, sozusagen zunehmend diesen Zugang zu dem Absoluten entwickeln, dass wir eben auch mit uns herumtragen. Und das ist natürlich ein Freiräumen, das immer Work in Progress ist, wenn man so will, wenn wir natürlich im Gegensatz zu Jesus nie selbst Gott werden können. Aber es ist schon ein Mhm. Annäherungsprozess, der durchaus möglich ist. Und das Einzige, was ich meinte, ist, dass das eine Arbeit ist, die die kann uns keiner nehmen, wie gesagt. Wir haben Ja, ja. immer, egal wo, egal wann, die Möglichkeit, durch ein paar Minuten stiller Selbstversenkung, ohne jede intellektuelle Anstrengung, ohne jede analytische, ohne jede materiellen Grundbedingungen, immer wieder doch diese Erdung, obwohl das Wort Erdung eben gerade nicht das Richtige ist, äh, zu, äh, zu vollziehen, die uns eben näher an unsere eigentliche Berufung bringt. Und das würde ich eben gerne eben als Schlusswort Ja. sozusagen festmachen wollen, eben auch für die Zuhörer, dass eigentlich wir schon alles in uns tragen. Das bindet uns nicht der Arbeit nach außen hin. Im Gegenteil, das verpflichtet uns noch mehr, wenn man will, dazu, aber eben nicht aus Arbeit aufgrund der Sache selbst, ne, also ist nicht soziale Gerechtigkeit, wenn wir hier eine Utopie schaffen wollen, sondern eben der Kampf auch um den Mitmenschen, weil wir eben im Mitmenschen auch Gott entdecken. Das ist was völlig anderes als der materialistische Zugang eben der Linken oder der Grünen. Dadurch, dass wir in der Natur, und dadurch, dass wir im Mitmenschen eben auch jeden Funken Gottes entdecken, der identisch ist mit dem, den wir in uns tragen, wird sozusagen auch aus dem Dienst an der Natur oder am Mitmenschen oder anderer Gesellschaft auch eine Form des Gottesdienstes, wenn man so will. Und dieser Zugang, das sollte eigentlich der eigentlich konservative Zugang zur Gesellschaft sein. Und das vermisse ich eben sehr stark so in der öffentlichen Debatte. Und man kann nur hoffen, dass die Konservativen oder Rechten, wie das oft gesagt wird, oder was ein schrecklicher Begriff ist, letztlich den Transzendentalismus, wenn man so will, als ihren eigentlichen Wesenskern wieder
erkennen. Ab dem Moment, glaube ich, wo das möglich ist, wo das vielleicht auch konsensfähig ist, innerhalb der Leute, könnte sich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel ändern.